spannend. He was an outcast according to the law. Wegen dem Gesetz musste er abgesondert leben. And the reason for that was the disease he had was contagious. Das war nämlich eine ansteckende Krankheit. And therefore it was a form of isolation to protect the general population. Und so musste eine Person dann isoliert leben, um den Rest der Bevölkerung zu schützen. Now that's good for the population, but it's really bad luck for the leper. Und das war gut für den Rest der Bevölkerung, aber echt böses Pech für den Hauptkranken. But he'd heard about Jesus somehow. Irgendwie hörte er von Jesus. And he said to Jesus, if you choose, you can make me clean. Und er sagte zu Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. And then we see how in verse 41 Jesus was moved with pity. Und dann sehen wir in Vers 41, wie Jesus bewegt war von Mitgefühl. And I understand that to be a very deep, like deep stomach kind of moving. Und Real emotion. ich verstehe das so, dass es da echt eine tiefe Emotion in Jesus gibt. And then what we read next is amazing. Und was wir als nächstes lesen, das ist wunderbar. Jesus reached out and touched him. Jesus hat zu ihm hingestreckt, die Hand hingestreckt und hat ihn berührt. Now you don't touch a leper. Also ein Leprakranken berührt man nicht einfach. If you touch a leper, you become unclean. Dann wirst du unrein. Yet Jesus reached out and touched him. Jesus hat die Hand ausgestreckt und ihn berührt. Chances are the first person who ever touched him for a long time. Wahrscheinlich war das die erste Person, die ihn je berührt hat, oder zumindest eine lange, lange Zeit. And Jesus said, I do choose. Und Jesus sagt, ich entscheide mich dafür. Be made clean. Werde rein. And then we read immediately the leprosy left him and he was clean. Und dann lesen wir, dass sofort die Hautkrankheit ihn verlassen hat und er wieder rein war. I'd love to have seen it. Ich hätte das so gerne miterlebt. We don't know if his face was disfigured or his hands, or we don't know. Wir wissen nicht, ob sein Gesicht ganz entstellt war oder seine Hände. But there's an immediate change. Aber es gab eine sofortige Veränderung in ihm. And the man was very happy. Und der Mann hat sich arg gefreut. But I want you to notice verse 34, verse 43. Schaut mal Vers 43 an. After sternly warning him, it sent him away at once, saying, see that you say nothing to anyone, but go show yourself to the priest and fulfill the law concerning the cleansing of a leper. Jesus hat ihn zum Priester geschickt, dass er sich da untersuchen lässt, aber er sagte, sprich unterwegs mit niemandem, sondern nimm das Opfer mit und gib das Opfer im Tempel. Now, the fact that Jesus told him to be quiet Also der Fakt, dass Jesus ihm gesagt hat, er soll mit niemandem reden, clearly shows that Jesus didn't understand the basic rules of publicity. es zeigt deutlich, dass Jesus nichts von Publizität verstand. Here he was proclaiming the gospel of the kingdom, Hier hat Jesus das Evangelium des Reich Gottes verkündet. and of course you want lots of crowds for that. Und natürlich will man große Mengen dazu versammeln. What he should have done, he said, tell everybody. Also eigentlich hätte Jesus ihm sagen sollen, erzähl jedem davon. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. No, people don't use Facebook anymore, sorry. Okay, aber alle sozialen Medien, die heute noch gebräuchlich sind. And yet Jesus, it wasn't just keep it quiet, it was don't you dare tell anybody, sternly warned him. Jesus hat nicht nur so gesagt, okay, halt das mal ein bisschen leise, sondern er hat gesagt, wage es nicht jemandem davon zu erzählen. Oh, but we got the answer, look, it's reverse psychology. Okay, wahrscheinlich wollte Jesus das als Trick benutzen, dass er dann doch allen erzählt. In verse 45, In Vers 45. he went out and proclaimed it freely and spread the word so that Jesus could no longer enter the town. Da heißt es, dass der Mann sofort anfing, überall zu erzählen und Jesus ihn quasi in keiner Stadt mehr zeigen konnte. If you tell someone not to do it, they do it. Wenn du jemandem sagst, er darf etwas nicht tun, dann ist das bestimmt. Well, probably it's not that. Okay, aber wahrscheinlich war das nicht Jesus' Absicht. I just want you to notice how Jesus urged him to keep quiet. Mir geht es darum, dass du erkennst, wie Jesus ihm befohlen hat, ruhig darüber zu sein. And this actually is a pattern. Denn das sehen wir als Muster. Chapter 3, verse 11. In Kapitel 3, Vers 11.
Again, talking about him curing people of demons. Heißt es wieder, dass Jesus Menschen von Geistern befreit hat. And notice what the demons were saying. Und schau mal, was diese Dämonen gesagt haben. You are the Son of God. Du bist der Sohn Gottes. And that was true. Und das stimmte. Yet he said, he sternly ordered them not to make him known. Aber Jesus verbot ihnen streng zu sagen, wer er war. It was like this Son of God thing he wanted to keep secret. Es war, als ob er dieses Sohn Gottes Ding geheim halten möchte. Chapter 5, verse 43. In 5, Vers 43. Here we have this marvelous story of Jesus raising up this 12-year-old girl. Das ist eine tolle Geschichte, wie Jesus ein 12-jähriges Mädchen wieder zum Leben bringt. And at the very end of this story, the end of chapter 5, Und ganz am Ende dieser Geschichte, am Ende des 5. Kapitels, after she had been raised from the dead, nachdem sie von den Toten erweckt wurde, he strictly ordered them that no one should know this. befahl Jesus ihnen, niemandem zu erzählen, was geschehen war. And then he told them to give her something to eat. Und dann sagte er, es ist eine gute Idee, jetzt was zu essen zu geben. I guess dying makes you hungry. Ich schätze mal, wenn man stirbt, wird man ziemlich hungrig davon. But and of course it would be hard to keep that story quiet. Natürlich, es wäre auch voll schwer, so eine Geschichte geheim zu halten. But he wanted this thing not to be contained, not to go viral, I guess. Aber Jesus wollte, dass diese ganze Sache ein bisschen zugehalten wird, dass es noch nicht sich stark verbreitet. And then we have in chapter 7, end of chapter 7, Jesus curing a deaf man. Und dann haben wir im 7. Kapitel, am Ende des Kapitels, die Geschichte, wie Jesus einen taubstummen Mann heilt. It's one of the stranger things. Jesus put his finger in his ears. So ein bisschen eine komische Erzählung, wie Jesus seine Finger in die Ohren gesteckt hat And he spat and touched his tongue. und dann gespuckt hat und seine Zunge berührt hat. And he said, be opened, and this man could hear and speak. Und gesagt hat, sei geöffnet, und dann konnte dieser Mensch hören, wie er spricht. Verse 36. In Vers 36. Then Jesus ordered them to tell no one, but the more he ordered them, the more zealously they proclaimed it. Jesus ermahnte die Menge, niemandem davon zu erzählen. Doch je mehr es ihnen verbot, desto rascher verbreiteten sie die Nachricht. Now, what is going on here? Why is it such a big deal that people shouldn't talk about what Jesus has done? Was ist hier los? Warum ist es so wichtig, dass die Menschen nicht davon sprechen, was Jesus getan hat? In chapter 8, verse 26. In Kapitel 8, Vers 26. Then he sent him away to his home. This is a blind man being cured. Hier hatte Jesus gerade einen Blinden geheilt. And this is an interesting story because it actually took 2 goes for this man to be healed. Das ist eine interessante Geschichte, weil Jesus hier 2 Versuche brauchte oder 2 Etappen brauchte, um diesen Mann zu heilen. And again, it has to do with saliva, interestingly. Wieder eine Spucke im Spiel, interessanterweise. And he put saliva in his eyes, laid hands on him. Er hat Spucke auf seine Augen geschmiert und ihm die Hände aufgelegt. Said, can you see anything? Und ihm gesagt, siehst du jetzt etwas? And the man looked and he said, I can see people, but they look like trees walking. Und der Mann, der sagt, okay, ich kann so Menschen erkennen, aber die sehen aus wie Bäume, die rumlaufen. Now, presumably, he saw sort of hazy stuff and wasn't seeing clearly. Wahrscheinlich hat er so was Nebliges vor sich gesehen, also nicht so ganz klar gesehen. And so Jesus prayed and laid his hands a second time. Dann hat Jesus gebetet und ihm ein zweites Mal die Hände aufgelegt. And he sent him away home, verse 26, and saying, do not even go into the village. Wurde er geheilt und Jesus schickte ihn in Vers 26 nach Hause und sagt, geh nicht durch das Dorf. And so presumably it's the same thing. Don't go into the village to tell people.
Und wahrscheinlich aus demselben Grund wieder. Geh nicht durch das Dorf, um das den Leuten noch zu erzählen. And then we come to what people like to talk about, the pivot point. Und dann kommen wir zu diesem Dreh- und Angelpunkt, This is where Mark begins to change. wo sich die Dinge verändern in Markus. We have the disciples at this location way up to the north above the Sea of Galilee, Caesarea Philippi. Da sehen wir die Jünger ganz im Norden, noch nördlich des See Genezareth in Caesarea Philippi. And Jesus asked this big question. Und Jesus stellt diese große Frage. He had been ministering all around Galilee, Er hat überall in Galiläa seinen Dienst getan, all these miracles. hat so viele Wunder vollbracht. And so Jesus said to the disciples, "Who do people say that I am?" Also fragte Jesus seine Jünger, was sagt das Volk, wer ich bin? And so they answered him, some say John the Baptist. Und sie haben ihm geantwortet. Now Manche sagen, du bist Johannes der Täufer. remember John had been beheaded by this time, so he was dead. Zu dem Zeitpunkt wurde Johannes der Täufer, war er schon geköpft worden, er war also schon tot. So people were thinking it's John the Baptist raised up. Manche dachten also, das ist Johannes der Täufer, der von Gott wieder zum Leben erweckt wurde. Some say Elijah. Manche sagen Elia. Malachi says about Elijah coming. Malachi hat eine Prophetie darüber, dass Elia zurückkommt. Still others, one of the prophets. Andere sagen einer der Propheten. But he asked them, Aber er fragte sie. "But who do you say that I am?" Und für wen haltet ihr mich? And Peter is the one who responds. Und Petrus ist derjenige, der antwortet. You are the Messiah. Du bist der Messias. And notice Jesus' response. Und achtet mal auf Jesus' Antwort. He sternly ordered them not to tell anyone about him. Er befahl ihnen, im Englischen heißt es, er befahl ihnen streng, niemand von ihm zu erzählen. So this is why people talk about the messianic secret. Deswegen sagen Leute, dass es da ein messianisches Geheimnis gibt. Jesus came as the Messiah. Dass Jesus als Messias gekommen war, Another term for Messiah is Son of God. eine andere Ausdrucksweise von Messias ist Sohn Gottes, He was doing like Messiah stuff, dass er Messias Zeugs gemacht hat, yet he didn't want it known. aber nicht wollte, dass das bekannt wird. The reason for this, we get a clue in what happens next. Und als Grund dafür sehen wir im nächsten Textabschnitt, was es sein konnte. Because as soon as Peter says, "You're the Messiah," Denn sobald Petrus sagte, du bist der Messias, Jesus in verse 31 began to teach them about the Son of Man. da heißt es in Vers 31, dass Jesus ihnen über den Menschensohn erzählt hat. That he must undergo great suffering, be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed, and after 3 days rise again. Dass er viel Schlimmes erleiden muss und von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten abgelehnt wird, dass er getötet wird und 3 Tage später wieder aufersteht. And he said this quite openly. Und das sagt er dann ziemlich offen. Now, I'd love to have just seen what happens next. Ich hätte das gerne miterlebt, was als nächstes passiert. Peter took him aside and began to rebuke him. Petrus nahm ihn beiseite und hat ihn zurechtgewiesen. Jesus, would you come into my office? Jesus, komm mal bitte in mein Büro. Wir müssen reden. Jesus says, just a few things that you need to know. Jesus, es gibt da was du echt wissen musst. I had the revelation that you're the Messiah, Jesus, ich hatte die Offenbarung, dass du der Messias bist. but this suffering bit, Aber dieses Zeugs mit den Leiden, you need to know that you haven't got your theology right.
Das musst du echt wissen, da hast du deine Theologie noch nicht so ganz gerade. This suffering bit, it doesn't fit with what I just said. Der ganze Teil mit dem Leiden, das passt nicht zu dem, was ich gerade gesagt habe. But notice Jesus' strong response. Aber jetzt acht mal drauf, wie stark Jesus reagiert. Get behind me, Satan. Fort von mir, Satan. In other words, even in Peter, it wasn't that he was possessed by Satan, but the temptation was coming again that he had in the beginning. Das heißt nicht, dass Petrus besessen war von einem Dämon, sondern dass jetzt durch Petrus dieselbe Versuchung, die Jesus am Anfang seines Dienstes hatte, jetzt wieder ausgesprochen wurde. Mark doesn't tell us exactly what those temptations are. Im Markus-Evangelium lesen wir nicht genau, was diese Versuchungen waren. But we know from the other gospel writers the temptation was to avoid the cross. Aber in den anderen Evangelien wissen wir, dass die Versuchung war, das Kreuz irgendwie zu umgehen. Now, what you have here is a dynamic of what the first century Jewish people hoped for. Was wir hier sehen, ist die Dynamik dessen, was das jüdische Volk im 1. Jahrhundert sich erhoffte. I think it's well known that the Jewish people were hoping and longing for the Messiah to come. Es ist gut bekannt, dass das Volk damals auf den Messias wartete und auf ihn hoffte, dass er endlich kommt. The Son of God, the one who was in the line of David. Den Sohn Gottes, aber auch den, der von David abstammte. And he was going to come and he was going to deliver Israel from the tyranny and oppression of the Romans. Der würde kommen und Israel befreien von der Tyrannei und der Unterdrückung durch die Römer. And a lot of their hope and expectation came from what the prophets had said. Vieles ihrer Hoffnung und ihrer Erwartung kam aus dem, was die Propheten angekündigt hatten. There was going to come one in the line of David and he would rule in righteousness. Dass da ein Nachfahre Davids kommen würde und in Gerechtigkeit regieren würde. And Jerusalem will be raised up above the nations. Und Jerusalem dann erhoben wird unter all den Völkern. And all the nations would stream to Und Jerusalem. die ganze Nation nach Jerusalem strömen werden. And even in David's time, he defeated all the enemies of Israel. Genau wie in Davids Zeit, wo er all die Feinde Israels besiegt hat. And Israel was the center of the world, Und Israel eine Zeit lang das Zentrum der Welt war. free from any oppression, Frei von jeglicher Unterdrückung. prospering as a nation. Wachsen als Nation. They were hoping for that again. Genau, auf so einen Wohlstand und Frieden hofften sie wieder. And the Messiah would be bringing in the whole new age. Sie dachten, der Messias, der bringt ein komplett neues Zeitalter. The age of the new covenant, Das Zeitalter des neuen Bundes, where there's forgiveness of sin. wo es Vergebung der Sünde gibt. The age of the Spirit, according to Joel. Das Zeitalter des Geistes nach Joel. The age of healing and wholeness, according to Isaiah. Das Zeitalter der Heilung und der Ganzheit nach Jesaja. And so you can see how there was this hope, even with the awfulness they were experiencing through the oppression of the Roman armies. Und so sehen wir, was für eine Hoffnung sie weiter in sich trugen, trotz all der schrecklichen Unterdrückung durch die römischen Armeen. And for hundreds of years they have been under the power of other peoples. Hunderte Jahre lang waren sie unter der Fuchtel von anderen Völkern. The Assyrians, the Babylonians, the Persians, the Greeks, Die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die Griechen and then the Romans. und dann die Römer. And so you can, if this was the mindset of Peter, Wenn das also der Hintergedanke war bei Petrus, and there he was walking and observing Jesus, der jetzt mit Jesus unterwegs ist und ihn beobachtet doing Messiah stuff, und sieht, wie er Messias-Zeugs macht, forgiving sins, wie er Sünden vergibt, healing people, wie er Menschen heilt,
having victory over demonic spirits. wie er siegreich ist über dämonische Kräfte. That you could see how his hope would be that Jesus might be the one who was promised. Dann wird klar, dass seine Hoffnung war, dass Jesus vielleicht derjenige ist, der verheißen wurde. And so he comes out with this wonderful statement, you are the Messiah. Und so macht er diese wunderbare Aussage, du bist der Christus, der Messias. And Jesus agreed with him, you're right, Und Jesus hat das bejaht. but Du hast don't, recht, but don't tell anybody. und erzähl keinem davon. And then Jesus says these unthinkable things. Und dann sagt Jesus das Undenkbare. The term Son of Man is the term that Jesus liked to use about himself. Dieser Name, Menschensohn, ist ein Name, den Jesus gerne für sich selbst verwendete. He didn't go around saying, hi, I'm the Son of God. Es ist nicht rumgelaufen, er sagt, hi, ich bin übrigens Gottes Sohn. He probably would have lasted a week if he had done that. Dann wäre das eine Woche oder so gut gegangen, aber nicht länger. Because in the end, that was what he was crucified for. Am Ende war das genau, wofür sie ihn gekreuzigt haben. People recognize that as blasphemy. Weil Menschen das als Gotteslästerung ansahen. But he liked to use this term Son of Man. Er hat gerne diesen Namen, diesen Begriff Menschensohn benutzt. And then he talks about how he was going to suffer, be rejected, killed. Und dann erzählt er, wie er leiden wird, abgelehnt wird und getötet wird. And this is something that they found very difficult to comprehend. Und das war etwas, was ihnen sehr schwer fiel zu verstehen. And so on the first part of Mark, you have Jesus telling people and demons to keep quiet about what he's done. Und wir sahen also im ersten Teil des Markus-Evangeliums, wie Jesus Menschen und Dämonen sagt, sie sollen still sein darüber, was er gemacht hat. But now there's a shift, and he begins to teach his disciples what Messiah really means. Und jetzt gibt es so eine Veränderung und Jesus fängt jetzt an, seinen Jüngern zu erklären, was Messias tatsächlich bedeutet. And verse 31, how the Messiah was going to suffer, be rejected, killed, and then rise again. Also hier in Vers 31, wie der Messias leiden wird, verstoßen wird, getötet wird, aber dann wieder aufersteht. And then chapter 9, verse 12, Und dann in 9 Vers 12, talking about the coming of Elijah, wo es darum geht, wie Elia kommt, prophesied at the end of Malachi. wie es am Ende von Malachi prophezeit wird. And he basically says John the Baptist is the fulfillment of that prophecy. Und im Prinzip sagte Johannes der Täufer, ist die Erfüllung von dieser Prophetie. And then he speaks again about the Son of Man, Und dann spricht er wieder vom Menschensohn. that he is to go through many sufferings and be treated with contempt. Das heißt, dass er viel Leid und Verachtung erdulden muss. Something that was very different to their thinking. Etwas, was sich stark von ihrer Denkweise unterschied. And then in chapter 9, verse 30, Und dann in Kapitel 9, Vers 30. he was going through Galilee. He didn't want anyone to know it Da zieht Jesus durch Galiläa und er wollte nicht, dass die Leute davon erfuhren. because he wanted to spend time with his disciples. Weil er Zeit speziell mit seinen Jüngern verbringen wollte. And he was teaching his disciples, and we have a summary here. Und er sie unterrichtet hat und das sehen wir hier zusammengefasst. The Son of Man is going to be betrayed into human hands, and they will kill him, and 3 days later, after being killed, he will rise again. Der Menschensohn wird verraten werden. Man wird ihn töten, aber 3 Tage später wird er von den Toten auferstehen. And so this is something that he was wanting to bring about a shift of their understanding of what Messiah means. Hier wollte er ihre Denkweise verändern darüber, was Messias bedeutet. But it seemed that it was something they found very difficult to grasp. Es scheint aber, dass das etwas war, was ihnen sehr schwer fiel zu verstehen. It's interesting in the story that Luke gives us after the resurrection. Es ist interessant,
wie Lukas uns davon erzählt, was nach der Auferstehung passiert. There's two men, you'll remember, walking to the village of Emmaus. Wisst ihr noch, diese zwei Männer, die ins Dorf Emmaus unterwegs waren And they were very sad. und die so traurig waren. And Jesus, the resurrected Jesus, came and walked with them. Und wie der auferstandene Jesus dann ein Stück mit ihnen geht, But they didn't recognize him. bis sie ihn aber nicht erkannt haben. And he said to them, you guys are looking a bit sad. Und er sagte zu ihnen, ihr seht mir vielleicht ein bisschen traurig aus. What's up? Was ist los? And they looked at him like he had come from planet Mars. Und sie schauten ihn an, als wäre er gerade vom Mars gekommen. Haven't you been in Jerusalem? Don't you know what's happened? Everybody knows what's happened. Kommst du nicht auch aus Jerusalem? Du hast keine Ahnung, was passiert ist. Jeder weiß, was passiert ist. And they talked about the crucifixion of Jesus. Und dann sprachen sie von der Kreuzigung Jesu. And then they said this. Und dann sagten sie Folgendes. We had hoped that he would have been the one that would have delivered Israel. Wir hatten so gehofft, dass er derjenige sein könnte, der Israel befreit. So many of Jesus' followers had this hope that he would be the one. So viele von Jesus Nachfolgern hatten die Hoffnung, dass er derjenige sein kann. There's an incident in John's Gospel I think is amusing. Im Johannes-Evangelium gibt es ein Ereignis, das finde ich amüsant. After the feeding of the 5,000, Nachdem Jesus die 5000 Menschen mit Essen versorgt, which incidentally is the only miracle in all 4 Gospels, was übrigens das einzige Wunder ist, was in allen 4 Evangelien vorkommt, we read that the people wanted to come and make Jesus king by force. da lesen wir, dass die Menschen kommen wollten und Jesus zum König machen wollten, und zwar mit Gewalt. Now you can imagine that. Stell dir das mal vor. Here is this man who feeds, I don't know how many thousands of people, 5 plus, with 5 loaves and 2 fishes. Hier ist so ein Typ, der hat gerade 5000 Menschen zu essen gegeben, mit so 2 Broten und 5 Fischen oder so. He spends his time healing sick people and raising people from the dead. Er läuft rum und heilt Menschen und bringt sie wieder zum Leben. What a great army commander. Was für ein toller Oberbefehlshaber wäre das. You wouldn't need supplies for the troops. Ich wollte nicht mal Proviant für die Truppen. Just bring along 5 loaves and 2 fishes and everybody will have enough to eat. Bring einfach 5 Brote und 2 Fische und jeder hat genug zu essen. Don't worry if you get killed out in the battle, he'll raise you up from the dead afterwards. Keine Sorge, wenn du bei der Schlacht stirbst, der bringt dich wieder zum Leben. You can imagine that they want him to be king. Stell dich mal vor, ich meine, natürlich wollten sie, dass er König sein. And so you get clues that there was this, the stuff going on in the crowd, wondering, is he the one? Und immer wieder sehen wir Hinweise darauf, dass die Leute in der Menge sich fragen, ist das derjenige, der eine? Let's help the cause and try and make him king. Lass uns also was Gutes tun für unsere Sache und lass uns ihn zum König machen. But Jesus at that time, he just walked away from them. Aber das heißt, das eine Mal ist Jesus einfach weggelaufen. And then we have in chapter 10 verse 32 following. Und dann haben wir Kapitel 10, Vers 32 und folgende. And he took the 12 aside and began to tell them what was going to happen to him. Chapter 12 verse 32. Die 12 beiseite und begann ihnen noch einmal zu schildern, was ihn in Jerusalem erwartete. And he said this really clearly. Und er sagte das sehr klar. We're going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes. They will condemn him to death, and they will hand him over to the Gentiles. They will mock him, spit on him, flog him, kill him, and after 3 days he will rise again. Wenn wir nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und an die Römer ausliefern. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach 3 Tagen wird er auferstehen. Now you can tell how they had no idea what he just said. Und man sieht sofort, dass sie keine Ahnung hat, was er gerade gesagt hat. Because James and John come and say to him, Jesus, now will you do what we ask you? Und dann kamen nämlich Jakobus und Johannes und sagten zu Jesus, Jesus, und jetzt tu bitte, was wir dich bitten. When you come into your glory, can we have the top jobs? Wenn du in deine Herrlichkeit kommst, möchten wir bitte die obersten Ämter haben. One on the right, one on the left. Einer rechts und einer links von dir. And
And Jesus said, you don't know what you're asking. Und Jesus sagt, ihr wisst gar nicht, ihr versteht gar nicht, um was ihr mich verbindet. Are you able to drink of the cup that I drink, or be baptized with the baptism I'm being baptized with? Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? They said, yeah, we're able, yeah. Ja, können wir alles machen. And he said, actually, he said to them, you will drink this too. Jesus sagte,